Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Lenovo und zwar ein ThinkPad. Um genau zu sein, ein X1 Carbon der 7. Generation. Und ich zeige euch gleich, wo ihr die Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite direkt hier oben. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen hier vorne abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst die Schrauben lösen. Das sind auch nicht wahnsinnig viele hier. Und da ist es auch so, es gibt einen Grund, dass hier nur hier oben Schrauben sind. Und zwar wird die Unterseite hier vorne quasi eingehängt. Das heißt, auch beim Öffnen später auf jeden Fall von oben anfangen, dass man die Unterseite dann nach oben hin auch wegnehmen kann. Und ja, also generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Da ist echt alles dabei, was man so gebrauchen kann. Ob das jetzt Pinzetten, Öffner sind oder ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen, die man so gebrauchen kann. Habe ich mir jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall sind das ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, da nehme ich jetzt hier ein PH0. Und sobald man die Schrauben gelöst hat, und hier ist es so, die kommen nicht komplett raus, die sind so designt, die werden wirklich nur gelockert und bleiben hier im Gehäuse. Kann man die Unterseite vom Gerät lösen, auch da kann ich das immer schnell zeigen. Hier sieht man, glaube ich, ganz gut die Verbindungslinie einmal um das Gerät herum. Und dafür benutze ich hier auch einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ja, wie gesagt, die Unterseite ist hier unten eingehakt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall an der Oberseite anfangen oder eben auf der Rückseite. Und da versuche ich hier eine Öffnung zu finden zwischen Gerät und Unterseite. Und dann das Ganze hier nach oben hin abzuhebeln. Sollte das laut knacken, da braucht man keine Angst zu haben. Das ist völlig normal. Das ist wirklich, wenn sich die Einraststellen hier lösen. Und ja, das ist von Gerät zu Gerät auch echt unterschiedlich. Manche gehen super einfach, manche gehen ein bisschen schwerer. Sollte das mal ein bisschen schwerer gehen, auf jeden Fall checken, ob man wirklich alle Schrauben richtig gelockert hat. Und dann arbeitet man sich im Grunde genommen so einfach von der Rückseite über die Seiten. Also auch hier, falls es schwerer geht, einfach mit Geduld so weit, bis man dann mit ein bisschen Rütteln und Wackeln das hier schon mal locker hat. Und dann kann man eben die Unterseite so aus dem Gerät rausnehmen. Und ich glaube, ja, hier sieht man das auch mit den Haltenasen, die hier unten drin sind. Und ja, so sieht auf jeden Fall dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt aber irgendetwas anderes an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass da wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und hier ist so ziemlich alles abgedeckt, und auch falls das ein bisschen nach unten ist, hier ist auf jeden Fall die Verbindung und das Kabel. Und das funktioniert in dem Fall so, dass man den Stecker hier von der Rückseite so nach oben klappt
Und dann kann man den nach vorne hin rausnehmen. Der ist jetzt eben, wie gesagt, hier so ein bisschen eingehakt. Beim Wiederverbinden genauso. Also man hakt den so von oben ein bisschen ein, schiebt den zurück und dann wird der nach unten wieder festgedrückt. Also hochklappen und dann in die Richtung hin rausziehen. Und genau, so stellt man sicher, dass hier auf jeden Fall kein Strom mehr drauf ist. So, was wir hier noch sehen können, ist, es gibt keinen RAM zum Tauschen. Der RAM ist in dem Fall aufgelötet hier drunter. Den kann man also nicht erweitern oder eben tauschen. Dann, ja, hier kann man noch das WLAN-Modul sehen. Auch das ist aufgelötet. Hier ist das LTE-Modul. Ob da jetzt eins drin ist oder nicht, aber auf jeden Fall kann man eins reinbauen. Unter der Abdeckung hier ist die SSD. Und hier drüben sehen wir den Lüfter und den Heatsink. Um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier lösen. Und auch die. Und wenn dann alle Schrauben raus sind, kann man den Akku nach oben aus dem Gehäuse nehmen. Der hat hier noch so kleine Hilfsöffnungen, die auf diesen Führungsstiften sitzen, was später für den Einbau auch super praktisch ist. Und ja, so kann man den Akku eben auch easy tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens das Touchpad. Und da ist es so, auch das ist alles super verklebt. Im Grunde genommen sind das aber diese 4 Schrauben hier. Mal kurz schauen, ob wir das ein bisschen aufmachen können. Und ja, also diese 4 Schrauben hier, die müssen raus. Und dann sehen wir hier auch das Kabel vom Touchpad zum Mainboard. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, also hier nicht einfach dran ziehen. Den muss man erst nach hinten hin aufklappen, genau so. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen und genau, und dann nimmt man das Touchpad im Grunde genommen von der anderen Seite entgegen. Das fällt dann quasi durch und kann so getauscht werden. Genau, beim Wiederverbinden hier sieht man so eine kleine weiße Linie, an der kann man sich orientieren. Bis dahin kommt das Kabel zurück in den Stecker, wird wieder umgeklappt. Und ja, neben dem Touchpad kann man hier übrigens auch die CMOS-Batterie sehen. Also auch die ist hier nur aufgeklebt und läuft eben hier zum Mainboard. Auch den Stecker kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Die SSD zu tauschen ist ziemlich einfach. Und zwar wird die einfach nur unter dieser Hülle von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald man die draußen hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, nicht zu weit. Einfach so, dass man sie dann zur Seite aus dem Slot rausnehmen kann. Die klebt hier ein bisschen auf dem Kühlstreifen und ja, kann so eben auch getauscht werden. Genauso leicht der Einbau. Genau so kommt die wieder in den Slot zurück, bis ganz nach hinten, dass die richtig sitzt. Dann ein bisschen nach unten drücken, sitzt passgenau und wieder verschrauben. Beim Lüfter sieht es hier so aus, dass man den tatsächlich nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Die Folie läuft hier unten drunter. Das heißt, man muss wirklich nur die 4 Schrauben vom Heatsink lösen. Der Lüfter selber hat keine Schraube. Der ist einfach nur hier noch mit dem Kabel am Mainboard verbunden. Also auch das nicht vergessen, einfach das Kabel nach hinten hin rausziehen. Und genau, sobald der Heatsink losgeschraubt ist, kann man das Ganze nach oben hin aus dem Gehäuse nehmen und so eben auch tauschen. Muss man halt gegebenenfalls schauen, ob man neue Kühlpaste braucht. Falls nicht, oder ja, ansonsten macht man neue Kühlpaste drauf, baut den genauso wieder ein. Und genau, da auf jeden Fall immer, also das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich nicht zu vergessen, das Lüfterkabel wieder zu verbinden, dass der dann am Ende auch anspringt, sonst muss man das Ganze nochmal aufmachen. Einfach schauen, dass der wirklich wieder bis ganz drin sitzt und ja, so ist das auch relativ einfach. Beim Akkueinbau muss man eigentlich nur tatsächlich schauen oder kann man sich hier an den Öffnungen orientieren und findet dadurch eben auch sofort die richtige Position. Der fällt dann einfach nach unten,
sitzt schon genau richtig und muss einfach nur wieder verschraubt werden. Ja, und dann eben ganz am Ende nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Sonst muss man den ganzen Kladderadatsch nochmal aufmachen. Und wie gesagt, hier ist es so, wie eingangs beim Ausbau schon gezeigt, der wird eingehakt, nach hinten geschoben und nach unten gedrückt. Und da kann es eben sein, dass man da auch mal wirklich ein bisschen kräftiger drauf drücken muss. Also keine Angst, wenn der wirklich hinten sitzt, dann einfach links, rechts kräftig nach unten drücken. Und dann kann man die Unterseite wieder verbinden. Und bei der Unterseite, wie jetzt schon beim Aufmachen gezeigt, ist es eben einfach so, dass die unten eingehakt wird. Das heißt, genau da unten drunter schauen, dass da alle Nasen wirklich auch unter dem Gehäuse sitzen. Und dann kann man das nach oben hin zudrücken. Ich schaue dann auch, dass das wirklich an allen Seiten überall richtig sitzt. Und ja, dann muss das Gerät nur wieder verschraubt werden. Und dann hat man das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.